Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbausteinwelt. Heute melde ich mich mal direkt aus Berlin. Hinter mir seht ihr ja schon das, was vor mir steht, und wie sich das Brandenburger Tor von Wange bauen lässt. Das will ich euch heute gerne zeigen. ...1552 Teile kommen in diesen sehr, sehr schönen Karton. Ich drehe den mal so ein bisschen hoch. Daher, das ist eigentlich, Wange ist man das gewohnt. Also Wange liefert in meinen Augen nicht nur sehr, sehr schöne Architektursets, sondern auch sehr schöne Kartons drumherum. Man hat hier das Brandenburger Tor ganz gut in Szene gesetzt und auch, was ich wichtig finde, das Set aus Klemmbausteine und jetzt nicht einfach ein Foto vom Brandenburger Tor hier gepostet, so dass man kann man auf einem Karton posten. Man kann nicht zoomen, also ist es auch nicht gepostet. Ein Bild aufgedruckt natürlich. Hier hinten auf der Rückseite ein bisschen was über die Geschichte vom Brandenburger Tor. Ihr müsst es jetzt mal selber überfliegen, ob das hier so halbwegs alles stimmt. Doch, also sehr geschichtlich das Ganze hier gehalten. Ich möchte euch das jetzt natürlich nicht alles vorlesen. Dafür kauft ihr euch einfach dieses Set und dann habt ihr den Text auch bei euch zu Hause. Warnaufkleber hinten drauf, ganz wichtig, muss dabei sein. Es geht ja nun mal nicht anders. Hier auf der Seite ist nochmal die Größe des fertigen Sets mit aufgedruckt. Hier so ein bisschen kleine verschluckbare Teile, Warnhinweis. Hier nochmal, wie das Set heißt. Auf der anderen Seite der Tragegriff und das Preisschild. So, Eingang hat dieser Karton jetzt nicht so wirklich, das mag ich nicht so. Das ist dann aber auch egal, welcher Hersteller das ist. Die sind alle noch nicht großartig so weit und haben da was Vernünftiges. Hier hält der Kleber zum Glück nicht ganz so gut. Man muss also nicht den ganzen Karton kaputt reißen, um an den heißbegehrten Inhalt zu kommen. Bevor ich die Steine nicht rauskippe, hier ist schon mal die Bauanleitung. Und da plumpst uns schon der ganze Inhalt entgegen. Jeder, der schon mal mit Wange gebaut hat, der kennt diese Grundelemente. Sehr, sehr viele davon werden, meine Güte, das wird ein bisschen was größer. Ich habe ja vom Wange schon Sets gebaut, aber die sind von der Fläche her, könnt ihr das Notre Dame da hinten im Regal, so ein bisschen könnt ihr es erkennen. Vielleicht stelle ich es nachher noch mal ein bisschen höher. Auch das ist Wange. Die Petrona Towers habe ich vom Wange auch schon gebaut. Bis jetzt alle Sets, die mich überzeugt haben, dass für mich im Architekturbereich Wange dann doch definitiv der beste Hersteller ist. Ich hole mal so ein paar Schüsseln, verteile das Ganze und dann gucken wir uns mal so diese türkisfarbenen Steine an. Also es ist eine Farbe, die gefällt mir nämlich sehr, sehr gut und dann wird es ja auch irgendwann mal Zeit zu bauen, würde ich sagen, oder? Zack, 10 Sekunden, wie immer. Ich bin stolz auf mich. Ein paar Tüten sortenrein sortiert, so wie hier die runden Teile, die zwei hohen, gut. Hier so ein bisschen was für die Fassade, auch die türkisfarbenen. Ich hoffe, die Kamera kann diese Farbe wirklich gut wiedergeben. Also das ist ein sehr schön, also das kommt ist das oxidiert beim Kupfer, korrodiert bei dem angelaufenen Kupfer. Das ist ja dann irgendwann nicht mehr braun, das wird ja grünlich, das setzt Grünspan, das setzt den Span an. Eine Farbe, die das Ganze wirklich sehr gut widerspiegelt. Hier sind mir gleich ein paar Teile aufgefallen, die haben Prints oben drauf, sehr, sehr schön. Keine Sticker, ich hoffe, das bleibt so. Und auch hier die Felgen in Türkis, das ist genial. Müsste man mal ein Auto draus bauen, würde mich interessieren, wie das aussieht. Teiletrenner, nicht in der letzten Tüte, wie man das von vielen China-Sets her kennt. Komischerweise lag er hier lose mit dem Karton, das heißt, man hat ihn als erstes bei der Hand, falls man ihn dann mal braucht. Die Anleitung, mal schnell reingeguckt, Architektursets, hier noch so ein bisschen andere Sets, hier wie man den Teiletrenner benutzt. Was haben sie hier? Einfach nur, okay, einfach nur, dass sie Teile haben und die Schönheit
der Produkte oder ja doch die Schönheit des Produktes darzustellen. Verschiedenste Teile, ist soweit logisch. Hier nochmal eine 1:1 Abbildung der Steine und der Technikstangen. Und auch hier nochmal gezeigt, man könnte jetzt sagen, also das ist hier also nicht geschlechterneutral, also wenn es eine Frau baut, dann soll man das Ganze nach Farben sortieren. Nehmt es mir nicht zu übel und verschreibt mich hier jetzt nicht als Geschlechterfeind oder wie auch immer. Gleich am Anfang nochmal schnell die Teileliste, hier nochmal ein schönes Bild vom fertigen Set und auch hier die Bemaßung, das ist 46 cm breit, 24 tief. Naja, die Rückseite ist logischerweise auch, wieso ist die Rückseite kleiner als die Vorderseite? Das gilt es später zu ergründen. Vorne ist das Ganze 46,5 und hinten nur 24 cm. Das glaube ich jetzt definitiv nicht. Also was man uns da jetzt erzählen möchte, keine Ahnung. Das kann doch eigentlich nur ein Druckfehler sein. Ich bin jetzt echt überwältigt und überrascht. Warum ist das hinten oder rechnen die nur das reine? Wir werden es rausfinden. Hier nochmal so ein bisschen was über das Brandenburger Tor. Also wirklich sehr, sehr viel Geschichte. Da bin ich also echt überrascht. Das ist so ein kleines Geschichtsbuch. Schöne Fotos mit dabei. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Hat man auch noch ein bisschen was zu lesen, bevor man bauen kann. Hier werden uns auch noch die Farbcodes mit an die Hand gegeben auf der Seite. Also hier, das war bei den Petroner Towers aber nicht so ausführlich. Da bin ich mir ja schon beinahe sicher. Also wir haben hier 15 Seiten, wo es erstmal darum geht, wie wir das Ganze handhaben können. Ein bisschen Geschichte über das Tor. Das ist stattlich. Also erstmal 15 Seiten, nichts und dann geht's los. Letzte Seite werden uns nochmal die verschiedensten Sets von der Architekturserie vorgestellt. Schöne Dinger mit dabei, da darf man gar nicht so lange hingucken, weil dann habe ich hier irgendwann die ganze Welt in den Regalen stehen. Sind also wirklich schöne Sachen mit dabei. So, 16, 36, 20 Seiten Bauanleitung. Hier 54 Bauschritte. Und damit das dann auch irgendwann mal vonstatten geht, würde ich sagen, lege ich jetzt mal los. ...20 Bauschritte und so langsam aber sicher kommt Stabilität in das Ganze. Mit den Säulen ist es schon ein wenig abenteuerlich gewesen. Jetzt mit den Platten hier drauf kommt langsam Stabilität drauf. Mit denen hier ist es das gleiche. Die halten komischerweise nicht sonderlich gut ineinander. Auf der Grundplatte alles bestens, aber ineinander sind sie dann doch eher wackelig und recht instabil, obwohl die Klemmkraft der Steine bis hierhin wirklich eine sehr, sehr gute ist. Da will ich überhaupt nicht drüber meckern.
52 Säulen kann man sich eigentlich relativ gut merken, weil egal was man draufsetzt, man braucht es 52 Mal. Der Bau macht Spaß, aber man muss natürlich auch ganz klar bedenken, er ist nicht sonderlich abwechslungsreich. Hier passiert im Grunde genommen jeden Bauschritt dasselbe. Interessant wird es dann erst oben, wenn es hier drauf gilt, die Quadriga zu bauen, hier die Verkleidung reinzubringen. Dann wird es nochmal wieder interessant. Bis hierhin ist es ein eher monotones und stupides Bauen, was aber nicht bedeutet, dass es keinen Spaß macht, weil man sieht hier das Brandenburger Tor wachsen und von daher ist Bauspaß hier definitiv vorhanden. Kleines Problem hatte ich hoffe, ihr könnt das sehen, hier unten hat es einen Fehlguss. Leider auch so, dass man den nicht verstecken kann. Ein bisschen ärgerlich. Ich kann es aber jetzt gerade nicht ändern, weil solche Teile habe ich hier definitiv nicht bei mir rumliegen. Ich werde das erstmal so bauen und wenn ich dann das nächste Mal die Möglichkeit habe, wird so etwas versucht nachzubestellen. Ich drehe es euch mal rum. Ihr seht es ja im Prinzip immer nur von hinten, solange wie ich hier baue. So sieht das Ganze dann von vorne aus. Ich drehe es mir natürlich gleich zum Bauen wieder rum, damit es für mich ein wenig einfacher ist. Wange ist von Anfang an gleich immer mit dabei und baut ihre typischen Ketten auf die Ecke des Gebäudes. Das ist für mich wie Achsen unter Zugwaggons bauen, damit sie hier über den Tisch kullern. Also diese Ketten, ich kenne das aus meinen aus meinen Sets, die ich vorher von Wange schon gebaut habe. Diese Ketten sind einfach nur nervig und im Weg, deswegen schlummern sie bei mir noch hier in den Tellern und werden ganz zum Schluss erst angebracht. Das ist dann sonst wirklich eine nervige Geschichte. Das wollte ich euch bis hierhin gerne mal gezeigt haben. Und ich denke mal, jetzt geht es dann lustig weiter mit dem Brandenburger Tor, denn ich möchte das gerne fertig haben. Es macht nämlich wirklich einen Heidenspaß und es sieht auch zunehmend besser aus. ...28 Bauschritte bis hierher und das Grundgerüst für das Brandenburger Tor steht. Die Plattform, die hier oben drauf kommt mit der Quadriga, die wird jetzt nicht direkt auf dem Set gebaut, sondern als Einzelteil, um das dann da später draufzusetzen. Muss man mal abwarten, weil die Säulen hier sind relativ wackelig. Könnte interessant werden. Das Bauen soweit hat riesigen Spaß gemacht, so wie ich das vorhin schon sagte, und es ging wirklich leicht von der Hand. Es sind Wiederholungen über Wiederholungen und Wiederholungen, aber unterm Strich entsteht hier was wirklich Großartiges, kann ich nicht anders sagen. Also ich bin da wirklich begeistert. Die Qualität der Steine super bis hierhin, überhaupt keine Frage, und ich glaube auch kaum, dass sie noch schlechter werden. Bei dem Schritt mit dem Dach, da muss man eventuell mal eine Seite weiter blicken, wenn ihr das Ganze mal bauen wollt. Denn die möchten erst die Dachsteine hier einzeln auflegen und dann
die Schlusssteine oben alle drauf. Aber hier drin ist alles hohl. Ich war erst mal überlegen, ob ich mir hier noch eine Konstruktion reinbaue. Ansonsten drückt man hier drauf und es kracht alles ineinander. Also geht man einfach her. Das ist wirklich die sinnigste Alternative. Ich mache euch das mal gerade kurz vor, damit ich den dann auseinanderkriege, so dass man sich also wirklich die beiden Steine nimmt, setzt oben schon mal die Spitze drauf und dann macht man das so. Hat man die wenigsten Probleme und das funktioniert. Es hat mich immer wieder gewundert, wie gut man hier auf dieser Grundplatte rumdrücken kann. Sie liegt hier in der Mitte ja doch sehr, sehr hohl, hat wenig Auflagepunkte auf den Tisch, aber das macht die mühelos mit. Man kann hier also wirklich lustig drauf rumdrücken und das Ganze wächst und gedeiht. Mehr kann ich euch natürlich jetzt erstmal nicht zeigen, weil fertig bin ich noch nicht, aber es ist immer offensichtlicher, dass das hier das Brandenburger Tor ist. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Also das kann man jetzt schon wunderbar erkennen, auch wenn dieses schöne Schild, was man von Wange gewohnt ist, was es für ein Gebäude ist, noch nicht platziert ist. Man kann es erkennen. Und das finde ich schön. Auch die Größe ist wirklich ordentlich. Es wäre schön gewesen. Doppelt so groß wäre genial. Dann würden hier vom Kobi mal so ein Trabant oder ähnliches davor zur Geltung kommen. Oder man könnte hier das Ganze kombinieren mit dem Set des Mauerfalls. Wir wollen es aber nicht übertreiben. Dann hätten wir hier so ein Brandenburger Tor stehen und das wäre, denke ich mal, schon wieder weit vom Thema weg. So, ich baue jetzt hier oben den letzten Rest und dann schauen wir uns das Gesamtergebnis mal an. Da ist es fast passiert und das Brandenburger Tor steht so gut wie vor mir. Ich hatte es ja gesagt, es gibt hier noch dieses Oberteil, das baut man separat und besonders schön finde ich auch, dass man hier oben bedruckte Fliesen gewählt hat für die ganzen Figuren und Reiter und nicht Sticker. Also das ist sehr, sehr löblich. Das wertet das Ganze natürlich noch einmal auf, obwohl es auch wirklich so schon ein sehr, sehr schöner Anblick ist. Auch das Dach mit der Quadriga, man kann die Pferde erkennen, ja, wenn man weiß, es sind Pferde. Wenn nicht, könnte man auch denken, es ist jetzt nur ein Zaun um die Quadriga herum gebaut worden. Aber nein, das sollen die Pferde für die Kutsche sein. Also das ist wirklich sehr, sehr schön. Es wird hier auch keinerlei Probleme mit der Figur geben, weil diese Figur komplett aus Einzelteilen gebaut wird. Also man hat sich hier nicht für eine Minifigur entschieden, sondern man hat das Ganze aus Einzelteilen gebaut. Ich drehe das jetzt mal um. Dann könnt ihr jetzt direkt mal von vorne mitgucken, wie das Ganze hier raufkommt. Ich hatte da ja schon so meine Bedenken geäußert, weil diese Säulen, die hier drunter sind, jetzt nicht unbedingt die stabilsten sind, sondern hier recht lose rumwabbern. Also ich bin überrascht, ich habe mir das wesentlich schwerer vorgestellt. Und das war's schon. Da ist es schon drauf. Ich kann das ganze Tor daran hochheben. Okay, die Säulen halten es dann doch nicht, aber
jetzt müssen wir mal ganz ehrlich sein, wer nimmt das auch schon an den Säulen hoch? Ist immer schön, wenn sowas dann live passiert. Da seht ihr dann wenigstens, das wird hier nicht zusammengeklebt oder sonstig irgendwas, damit das hält. Das ist alles schön ineinander gesteckt. Also die Säulen, der große Schwachpunkt an dem ganzen Ding, tun aber der Optik wirklich keinen Abbruch. Und ich glaube, keiner wird dieses Brandenburger Tor so hochheben, wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Stecke ich es nochmal auf, hier fällt es wieder um. Also die sind wirklich, aber das habe ich ja während des gesamten Videos schon erwähnt, sind so der große Knackpunkt in der Geschichte. Sehr, sehr locker die Steine, woran auch immer das liegt. Das mag ich nicht sagen. Die anderen sind wirklich spitzenmäßig, aber bei denen hier, da schwächelt es gewaltig. So, als wäre nie was gewesen, ist das Ganze wieder zusammen. Was fehlt uns jetzt hier oben noch drauf? Natürlich die Quadriga. Nur mal noch eben schnell, damit ihr das seht. Also das ist genauso wie ich das hier schon gesagt hatte, dass das hohl ist, ist es auch hier alles hohl gehalten. Spart natürlich auch immens an Gewicht und natürlich auch an Steine. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Geht ein wenig stramm drauf. Ja, das ist nämlich jetzt das Problem. Wie komme ich jetzt hier hin? Jetzt ist hier so eine Platte ein bisschen zu weit rein. Und das kriegt man auch nicht mal eben wieder behoben. Also das ist dann doch so ein bisschen, man hätte sich da vielleicht doch noch mal eine Platte drunter machen sollen, um das Ganze ein wenig zu verstärken. So ist das Ganze jetzt ein wenig fummelig. Das muss man jetzt mal so sagen. Also das ist dann doch noch mal so ein kleiner, aber wirklich nur so ein kleiner Mangel an dem Ganzen, dass man das jetzt hier nicht vernünftig draufdrücken kann. Es sind viele, hier ist auch was. Es sind ja so ein paar Steine übrig geblieben. Dann nehme ich mal die Seite, wo ich gleich drücken werde und lege mir hier noch mal eine drunter. Das sieht man dann sowieso nicht. Dann machen wir es erst hier fest, dann brauche ich da nicht mehr drücken, sondern nur noch auf der Seite. Kann es jetzt hier vernünftig rein. Und nun sieht das vernünftig aus. Was fehlt noch? Es fehlt noch der Hinweis, was das für ein Set ist, falls mal jemand kommt, der es nicht kennt. Und die Wange-typischen Ketten, die ja irgendwie jedes Gebäude umschließen, hatte ich ja eingangs schon erwähnt, ist immer ein bisschen blöde, wenn man die schon vorher dran hat. Die hängen dann beim Bau nur im Weg rum. Kann ich also wirklich jedem nur empfehlen, macht euch die als letztes. Sonst kommt ihr damit ewig nur in die Quere, bleibt mit den Fingern dran hängen, reißt sie wieder runter. Also das habe ich jetzt hinter mir. Das machen wir nicht, das nervt. Da bleibe ich lieber bei dieser Entscheidung. Und es funktioniert ja auch hervorragend. Ich denke mal, das spricht für sich, da muss man nichts sagen. Optisch durchaus gelungen. Ich habe auch wirklich nichts anderes erwartet. Ihr erinnert euch, die Maße. Ich weiß gar nicht, ob sie hier nochmal draufstehen. Es gab ja Probleme mit den Maßen. Es sollte ja vorne, hinten unterschiedliche Längen haben. Ja, hier stand es drauf. Genau, vorne hat es 46 cm. Hinten hat es 24 cm. Jetzt will ich mal gucken, ob wir vielleicht nur über das Tor von hinten diskutieren müssen, warum das nicht hinhaut. Und siehe da, es ist nur das Tor, das sind 24 cm, hat man hier nur vergessen, Striche hinzumachen und die gesamte Breite ist 46 und somit dürfte die 23 cm höher. Ja, das ist sogar mehr, das ist also bis hier oben, bis zur Spitze sind schon fast 28 cm. Also wird die Bauanleitung allem gerecht, die Maße stimmen, man kann danach bauen. Herz, was willst du mehr? Ich denke mal, da haben wir es für heute geschafft. Wenn es euch gefallen hat, kennt ihr Daumen hoch. Schreibt mir in die Kommentare, ob das auch was für euch wäre. Interessiert mich ja immer, wie viele Leute gibt es, die sowas gut finden und wie viele Leute gibt es, die das nicht gut finden. Wenn ihr kein Abo habt, habe ich glaube ich schon lange nicht mehr gesagt, dann würde ich mich da natürlich wahnsinnig drüber freuen. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als euch noch einen schönen Tag zu wünschen und bis zu meinem nächsten Video. Bleibt bitte gesund.